Hallo und herzlich willkommen zu meinem Knitting Translator Podcast. Ich bin Elona, ich wohne in Deutschland, in der Stadt, die es nicht gibt, also in Bielefeld. Und ich bin Strickerin, Übersetzerin, Kursentwicklerin für Übersetzer, Autorin, ja. Aber insbesondere bin ich sowas wie eine besessene Strickerin und sehr begeisterte Übersetzerin. Das sind so meine zwei großen Passionen. Dazu habe ich auch bereits, also zu der Analyse dieser beiden Passionen und was sie untereinander gemeinsam haben und was sie ja aus meiner Perspektive ausmacht und mit mir verbindet. Dazu habe ich eine Folge gemacht bereits. Das ist die Folge 3, die verlinke ich irgendwo hier oder darunter. Ja, wenn ihr Interesse an der kleinen Analyse habt, gerne anschauen. Heute habe ich was Besonderes vorbereitet. Ich habe wieder einen theoretischen Teil in der Folge und danach den praktischen Teil. Im praktischen Teil geht es dann um Beispiele zu dem theoretischen Teil und um aktuelle Strickprojekte, zwei aktuelle Strickprojekte, um das Ganze nicht zu überfrachten. So, dann fangen wir mal mit dem theoretischen Teil an. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mich mal dabei erwischt, dass ich quasi physisch auf die Jagd nach Silk Mohair Garnen gegangen bin, aus dem damals aktuellen Anlass. Und zwar hatte ich einiges an Nutidengarn erworben und mir in den Kopf gesetzt, dass ich am besten mit Nutiden stricken kann, wenn ich einen Nutidenfaden nehme und einen Faden Silk Mohair nehme. Und dass es dann halt am einfachsten geht. Das geht auch am einfachsten, aber das sind nicht immer die Strickstücke, die ich dann haben wollte. Deswegen hat sich quasi die Idee, alles aus Nutiden nur auf diese Weise zu stricken, erledigt, weil ich das schon sehr schön finde, wenn ich Nutiden rein verstricke, zweifädig. Irgendwann mache ich es vielleicht auch einfädig, aber im Moment bin ich nur bei zwei Fäden. Das sind halt sehr flauschige, warme, leichte Strickstücke, die auch sehr schnell gehen, wenn man es raus hat, wie man Nutiden ohne zu reißen verstrickt. Also, aber nichtsdestotrotz war ich halt wirklich quasi auf der Jagd nach verschiedenen Silk Mohair-Garnen, weil Nutidengarne oder Nutiden-Farbpalette halt schon besonders ist. Wenn man die passenden Silk Mohair Garne dazu haben möchte, muss man wirklich jedes Mal vergleichen, ob die Farbe dazu passt, weil ansonsten ist der Unterschied zu groß und ich mag so melierte Zusammensetzungen nicht. Ja, ich mag es, wenn es wirklich aufeinander abgestimmt ist. Also habe ich im Zuge meiner Jagd einige Silk Mohair Garne gekauft und dann währenddessen halt auch irgendwie so eine Vorliebe für Silk Mohair entdeckt. Und auch feststellen müssen, dass ich zum Beispiel Alpaka-Beilaufgarne nicht so gerne mag. Erstens pillen sie viel mehr und zweitens dienen sie sich viel stärker. Ja, ist halt Alpaka. Und deswegen, ja, und auf diese Art und Weise habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich eher der Mohair-Typ bin, sage ich mal. Wenn ich also ein Beilaufgarn brauche und das warm werden soll, dann ist das eher Silk Mohair, wofür ich mich entscheide. Für meine Tochter mache ich das bisher mit Alpaka, aber wahrscheinlich werde ich auch für sie Silk Mohair verwenden, weil ich halt einiges an Silk Mohairen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich eine recht große Sammlung von verschiedenen Silk Mohair Garnen habe. Einige davon habe ich verstrickt, die anderen habe ich getestet oder angestrickt und dann wieder aufgeribbelt, weil mir das Strickstück nicht gefallen hat oder die Farben nicht so gut zusammenpassten. Oder das Strickstück ist noch in Arbeit seit Monaten und liegt in einer der wunderschönen Projekttaschen, die ich besitze. Und als ich gesehen habe, dass ich so viele Silk Mohair Garne habe
und mich erinnert habe, wie ich vorgegangen bin, um nicht ein ganzes Vermögen dafür auszugeben, dachte ich, vielleicht könnte das für jemand anders noch interessant sein. Und da ich ja bevor ich Übersetzerin und Kursentwicklerin wurde, habe ich ja eine Art Karriere in der Wirtschaftsforschung gemacht. Und in der Wirtschaftsforschung macht man nichts anderes als, oder unter anderem, teilweise halt vorwiegend von morgens bis abends, sammelt man Daten, Statistiken, trägt sie zusammen, wertet sie aus oder stellt damit verschiedene Berechnungen an, bildet Hypothesen und überprüft mit Hilfe von eigenen Berechnungen, ob diese Hypothesen ins Schwarze treffen oder nicht. Und so, als ich meine physische Marktstudie gemacht habe mit den Silk Mohair Garnen, ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, wenn man sich die Preise anguckt für ein Knäuel, dass auch bei gleichem Preis man vielleicht am Ende nicht das gleiche Produkt bekommt und umgekehrt. Bei unterschiedlichen Preisen man am Ende nicht unterschiedliche Produkte bekommt. Ja? Also es gibt bestimmte Zusammenhänge, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen, sondern erst, wenn man vergleicht, wenn man sich die Länge, das Gewicht der Garne anguckt, wenn man die Zusammensetzung sich anguckt, wenn man sich die einzelnen Preise anguckt und das Ganze aufeinander bezieht, da ein bisschen rumrechnet und am Ende ja bestimmte Ergebnisse halt bekommt. Und anhand dieser Ergebnisse kann man dann entscheiden, für welches Garn man kauft. Und das habe ich dann jetzt systematisch gemacht. Ich habe eine riesige Tabelle aufgesetzt, in der ich alle Silk Mohair Garne aufgeführt habe, die ich habe, und mir verschiedene verschiedene Aspekte bei diesen Garnen angeguckt. Und zwar habe ich mir folgende Kategorien rausgegriffen. Zum einen natürlich der Name, dann die Zusammensetzung, also wie viel Mohair-Anteil und wie viel Seidenanteil hat ein bestimmtes Garn. Die Lauflänge pro Knäuel und Strang, also Knäuel oder Strang, 20 Gramm, 25 Gramm, 50 Gramm und so weiter. Also die Lauflänge habe ich mir angeguckt. Dann habe ich aber angefangen zu rechnen. Und zwar habe ich ausgerechnet, wie viele Meter bekomme ich bei einem bestimmten Garn pro 100 Gramm. Ja, weil wenn wir ein Strickstück planen, im Sinne, also wir sehen eine Anleitung und überlegen uns, wie viel Garn brauche ich für meine Größe. Woran orientieren wir uns? Wir orientieren uns an der Länge, ja, an der Länge des Hauptgarns zum Beispiel in diesem Fall. Also habe ich geschaut, okay, wie viele Meter bekomme ich pro 100 Gramm, wenn ich ein bestimmtes Garn kaufe. Dann habe ich mir aber natürlich auch die Farbauswahl angeguckt. Es gibt ja Garne, die, weiß ich nicht, 3 verschiedene Farben haben und es gibt welche, die 100 verschiedene Farben haben. Und das gibt mir natürlich mehr Freiheit. Gerade bei Beilaufgarnen oder Garnen, die man als Beilaufgarne in diesem Fall verwendet, zu schauen, okay, passt das jetzt zu meinem Hauptgarn? Will ich einen melierten Effekt haben oder will ich keinen? Und so weiter. Ja, also je mehr Farben oder je größer die Farbauswahl, umso interessanter kann es werden. Dann habe ich geschaut, ob die Garne verfügbar in Deutschland sind, weil ich ja aus Deutschland berichte. Dann habe ich geschaut, also zu welchem Preis die Garne in Deutschland verfügbar sind, wenn sie verfügbar sind. Dabei habe ich jetzt, wie soll ich sagen, also ich habe jetzt keine tagelange Beobachtung gemacht. Die Preise variieren ja von Shop zu Shop. Es gibt ja auch Rabattaktionen, es gibt alles Mögliche. Ich habe jetzt einfach nur den häufigsten Preis oder den Preis, der für mich, der so am auffälligsten wahrgenommen, damit man irgendwie einen Bezugspunkt hat. Dann habe ich mit diesem Preis weitergerechnet, also habe ich ausgerechnet, wie hoch der Preis pro 100 Gramm ist. Und das Interessanteste oder die interessanteste Berechnung war eigentlich, wie hoch der Preis pro 100 Meter ist. Denn wir wollen ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir wollen, wenn wir ein Beilaufgarn nehmen, dass mein Beilaufgarn genauso lang ist wie mein Hauptgarn. Ja, also ich brauche halt ein Beilaufgarn von Anfang bis zum Ende des Projektes in der Regel. Und so habe ich halt geschaut, wie viel muss ich zahlen
pro 100 Meter. Ja, das ist eigentlich so die interessanteste Kategorie aus meiner Perspektive. Das Ganze habe ich in einer Tabelle zusammengetragen und aus den einzelnen Bewertungen habe ich ein paar Diagramme gemacht. Die ganze Datei werde ich in der Beschreibung verlinken und irgendwo zum Download zur Verfügung stellen. Ich glaube, das kann ich auf YouTube nicht machen, also werde ich das auf meiner Homepage machen, also auf meiner Übersetzer-Webseite. Und da kann man halt die Datei völlig kostenlos herunterladen. Ich habe zwar ja, gewissenhaft recherchiert, ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich garantiere trotzdem keine 100%ige Richtigkeit, insbesondere nicht auf die Preise, in Bezug auf die Preise, weil Preise variieren. Es kann sein, dass bestimmte Garne nicht mehr oder nicht in dem Ausmaß in Deutschland verfügbar sind oder nicht mehr zu dem Preis. Es kann auch sein, dass die Preise sinken oder steigen. Ja, dafür übernehme ich natürlich keine Verantwortung und keine Gewahr. Aber zu dem heutigen Zeitpunkt, und heute ist der 22. Januar 2023, zum heutigen Zeitpunkt sind das so die häufigsten Preise gewesen. Ach ja, genau. Und ich habe mir natürlich ja, meine eigene Bewertung hinzugefügt zu diesen Auswertungen. Und zwar Haptik habe ich das genannt. Ja, aber das ist natürlich mein rein persönliches Empfinden. Ja, es gibt Menschen, die Mohair als unglaublich kratzig empfinden, auch mit Seide vermischt. Ich finde eher Alpaka-Garne ja eher unangenehm zum Anfassen. Nicht unbedingt kratzig, teilweise auch kratzig, aber eher unangenehm zum Anfassen. Und Mohair finde ich eigentlich immer schön, auch wenn es kratzig ist. Ja, diese Kratzigkeit beeinflusst zwar, wo am Körper ich ein Mohair-Garn ja, tragen oder anliegend haben möchte, aber grundsätzlich stimme ich sozusagen eher für Mohair mit Seide oder ohne Seide als für Alpaka. Ist aber mein persönliches Empfinden. Ja, und jetzt erzähle ich ein bisschen über meine Auswertungen und zeige sie entweder hier oder hier, muss ich mal schauen, auf welche Seite das dann mit meinem Schnittprogramm, ja, auf welcher Seite das dann landet. Ja, aber auf jeden Fall werde ich, ja, vielleicht sollte ich mich so hinsetzen, dass es auf einer bestimmten Seite landet. In jedem Fall werde ich die Diagramme auch wahrscheinlich hier zeigen. Und nun gucke ich so an meinem Aufnahmegerät vorbei quasi, weil ich direkt auf den Bildschirm schaue. Ich habe zuerst also ausgewertet, welche der von mir ausgewerteten Garne oder welche der von mir analysierten Garne welchen Anteil von Mohair und von Seide haben. Und diejenigen, die den höchsten Anteil, Seidenanteil haben, sind natürlich die weichsten oder die ja, fließendsten, sage ich mal, ja, weil Seide natürlich schwerer ist als Mohair und glatter und ja, leuchtender. Ja, die habe ich jetzt quasi in dieser Kategorie als die am besten bewerteten platziert. Und so wird das in dem Diagramm oder so sieht das auch im Diagramm aus. Ja, also eindeutig ja, haben wir hier 3 Gewinner, sage ich mal. Das ist Langyan Lace, Lamana Premier und Ito Sensei. Langyan Lace habe ich hier auch als Beispiel in dieser Farbe. Ja, daraus möchte ich was stricken, logischerweise. Genau, das hat 42% Seide und das ist eindeutig ja, am glattesten und am angenehmsten direkt an der Haut. Ja, daraus werde ich auch eine Bluse stricken, die eigentlich nur mit einem BH getragen wird oder mit einem Träger-T-Shirt, ja, wo ich hier überall das Ganze an der Haut anliegend habe und das ist auch kein Problem. Das ist echt sehr, sehr, sehr angenehm. Und die Farbe, weiß ich nicht, finde ich aber sehr schön. Genau. Und Lamana Premier und Ito Sensei haben jeweils 40% Seide und damit sind sie auch sehr, sehr fließend und sehr, sehr gut geeignet für Strickteile, die ja so drapey sein sollen, wenn man das als Beilauf nimmt. Die sind natürlich trotzdem sehr leicht auch, drapey, aber sehr leicht. Und danach folge dann halt Berroco Ariel, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Arial.
Alle anderen haben einen geringeren Anteil von Seide und einen höheren Teil von Mohair. Und hier weiter nach unten, es geht umso weniger Seidenanteil ist im Garn enthalten und umso höher ist der Mohair-Anteil. Und dadurch sind die Garne dann vielleicht auch umso leichter, aber auch umso kratziger. Ja, wenn man doch ein bisschen empfindlich ist auf Mohair, ist das dann umso kratziger. Und ein Garn habe ich hereingenommen, das ist Sandnes Tin Silk Mohair. Das hat nicht nur Mohair und Seide, sondern auch 15% Wolle. Also 57% Mohair, 28% Seide und 15% Wolle. Ich habe es trotzdem reingenommen, weil das häufig als Beilaufgarn statt Silk Mohair oder statt reinem Silk Mohair verwendet wird. Ja, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Aber deswegen sieht man das auch jetzt im Diagramm, dass die beiden Balken nicht auf 100% kommen. Die restlichen 15% sind halt Wolle. Dann habe ich ausgewertet Länge pro 100 Meter. Und hier haben wir wiederum 3 klare Gewinner. Oder sagen wir mal 4 klare Gewinner. Das sind eigentlich die gleichen Garne, die eben auch den höchsten Anteil an Seide hatten. Da sind also Lankians Lace, Ito Sensai, Lamanna Premier und Berocco Arial. Genau, die haben alle über 1000 Meter pro 100 Gramm. Alle anderen von mir ausgewerteten Silk Mohair Garne haben weniger als 1000 Meter und meistens auch weniger als 900 Meter. Dann habe ich mir angeschaut den Preis pro 100 Gramm. Ja, das ist ja auch schon interessanter, so als, oder für die Kaufentscheidung ist das eine Kategorie, die von Bedeutung sein kann, aber sie wird eigentlich, das zeige ich im nächsten Schritt, dadurch überdeckt, dass man eigentlich den Preis pro 100 Meter braucht, nicht pro 100 Gramm. Ja, aber dennoch zeige ich das noch kurz. Bei Preisen pro 100 Gramm gewinnt natürlich Drops Kid Silk. Das ist ein total klarer Gewinner. Ja, da sind nur 15 Euro so im Schnitt, plus minus, je nachdem halt, welche Aktionen laufen und wo man das kauft und welche Portokosten dazu kommen. Aber grundsätzlich ist Drops Kid Silk natürlich ein klarer Gewinner. Die Drops Garne grundsätzlich sind ja recht günstig. Und auch gar nicht schlecht, soweit ich das gehört habe. Ich verstricke nicht so viel Drops, weil ich halt viele andere Sachen oder viel von vielen anderen Produzenten und Handfärbern und kleineren Läden habe. Heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich was gegen diese Garne habe oder grundsätzlich was gegen kommerzielle Garne habe. Genau, was kann man noch dazu sagen zu genau diesem Diagramm? Ja, hier verschiebt sich jetzt quasi so die Bewertung schon bei den Preisen, ja, logischerweise. Das Beste aus zum Beispiel also der höchste Seidenanteil oder die längste Lauflänge müssen natürlich nicht die günstigsten sein und das sind sie auch nicht in diesem Fall. Ja, wir haben also Drops mit 15 Euro pro 100 Gramm als günstigsten Anbieter. Dann kommt Lana Gatto Silk Mohair und Silk Hair von Lana Grossa. Die sind ja so quasi die 3 günstigsten und dann wächst der Preis immer mehr. Und die teuersten sind dann eigentlich diejenigen, die am längsten waren. Das sind Ito Sensai, Lamanna Premier und Berocco Arial. Die sind die teuersten in diesem Fall. Wenn man sich die 100 Gramm Bewertung anguckt. Und das spannendste Diagramm kommt aber jetzt. Das ist Preis pro 100 Meter. Ja, für mich war das am Ende ausschlaggebend, warum ich bei recht teuren Garnen gelandet bin, beim Einkaufen von Garnen für meine nutiven Farben, die da oben immer noch stehen oder die ich teilweise verstricke auch. Ja, man sieht eindeutig, dass natürlich im ersten Moment Drops Kid Silk die günstigste Alternative ist. Ja, wir zahlen bei Drops im Schnitt 1,79 Euro pro 100 Meter. Ja, wenn man aber so diese Art von Kratzigkeit oder die Farben nicht mag, kann man auch zu anderen Garnen greifen.
die auf den ersten Blick zwar teuer sind, wenn man sich aber die 100-Meter-Preise anguckt, dann doch nicht mehr so teuer. Ja, und zwar haben wir dann hier Lana Gatto Silk Mohair mit 3,54 € im Schnitt. Dann Langjans Lace, ja, das ist auch das Erstaunliche. Deswegen habe ich auch Langjans gekauft am Ende für diese Bluse, von der ich gesprochen habe, diese Lace-Bluse. Ich sage jetzt noch nicht. Ich habe zwar angefangen, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich dabei bleibe. Aber auf jeden Fall dachte ich, okay, das kann man sich leisten, weil die Lauflänge recht lang ist oder die Lauflänge recht gut ist. Ein sehr hoher Anteil an Seide und die Farbauswahl auch nicht schlecht. Ja, also das ist Langjans Lace. Und dann folgt Knitting for Olive Soft Silk Mohair, was auch nicht viel teurer ist. Und bisher fand ich Soft Silk Mohair von Knitting for Olive sehr, ja, also gerade für Winterstrickteile sehr schön. Ja, ich habe das ja jetzt vor kurzem in dem Nostalgia-Sweater von Anna Johanna verstrickt, was ja ein recht großer Pullover ist. Ja, und das fand ich recht erschwinglich. Nach einer kurzen Recherche habe ich auch Anbieter gefunden, die Silk Mohair ja im Vergleich zu anderen Anbietern günstiger angeboten haben, also auch günstiger als in meinem Diagramm angegeben, und habe dann direkt einiges davon gekauft in meiner Lieblingsfarbe bisher, ja, und bin damit eigentlich zufrieden. Genau. Also man sieht dann, dass so auf den ersten Blick die teuersten Silk Mohair Garne wie Ito Sensai und La Mana Premier gar nicht mehr die teuersten sind, wenn man sich diese Auswertung anschaut. Sie liegen eigentlich eher im Mittelfeld und Issea Silk Mohair auch. Die teuersten sind aber eindeutig die handgefärbten. Stimmt, über die habe ich noch gar nicht richtig gesprochen. Ich habe so nach meiner aktuellen Recherche in meinem Stash 4 handgefärbte Silk Mohair Garne. Was ich ganz interessant finde in Bezug auf diese Silk Mohair Garne, dass sie alle die gleiche Zusammensetzung haben. Und zwar sind das, ach nee, ist gar nicht wahr. Stimmt, ist gar nicht wahr. Die Zusammensetzung bei den handgefärbten Garnen, die ich habe, das sind die von Prue Yarns, von Ushitita, von Das Strickzimmer und von The Colored Cat. Ich werde sie nicht verlinken, das wären zu viele und ich möchte eigentlich nicht, dass es zu einer Verkaufsveranstaltung ausartet. Aber die finde ich alle gut und deswegen stehen die Namen einfach in der Tabelle und man kann danach recherchieren und man findet sie auch. Genau. Und was die Zusammensetzung angeht, sie haben 70% oder 72% Mohair und 30% oder entsprechend 28% Seidenanteile. Und sie werden aber natürlich alle in Strängen verkauft, à 50 Gramm. So habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Die meisten von ihnen habe ich auf dem Düsseldorfer Wollfest gekauft im vergangenen Sommer. Und The Colored Cat habe ich einfach direkt bestellt und war nicht enttäuscht. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Oder finde ich noch sehr schön. Ich muss da den Cardigan, den ich daraus stricke, oder mit dem Garn als Beilaufgarn stricke, muss ich noch zu Ende stricken. Das ist einer meiner zu reparierenden Strickprojekte, die ich eigentlich schon fertig hatte und dann im Nachhinein mir überlegt habe, ach nee, möchte ich länger haben. Ja, und nun zurück zu der Auswertung von dem aus meiner Sicht wichtigsten Kriterium, wenn es darum geht, welches Silk Mohair Garn ich jetzt tatsächlich kaufen möchte. In meinem Fall spielt dieses Kriterium die größte Rolle, wenn es um die Preise geht. Ja, natürlich kann die Farbe noch eine Rolle spielen, wenn ich nur bei einem der Anbieter eine bestimmte Farbe finde und ich brauche unbedingt diese Farbe, dann würde ich, je nachdem, also ob ich mir das leisten kann, würde ich trotzdem dort kaufen. Aber wenn ich die Farbe, die ich brauche, die Weichheit, die ich brauche, bei unterschiedlichen Anbietern finde, dann entscheidet am Ende dieses Kriterium, bei wem genau ich kaufe.
So, und dann haben wir, wie gesagt, also der klare preisliche Gewinner ist Dropskid Silk. Für mich sind eigentlich die Gewinner die Garne mit Meerseide. Das sind Ito Sensei und Lamanna Premier. Wobei ich Lamanna schon lieber mag. Vielleicht, weil Lamanna in Bielefeld ist. Ja, also das Unternehmen befindet sich in Bielefeld. Von der Weichheit und für mich, von dem persönlichen Empfinden, finde ich Isea heißt das, glaube ich, korrekt ausgesprochen, Silk Mohair und Knitting for Olive. Ja, das sind für mich die 4 kommerziellen Garne, die ich am schönsten finde und die ich sehr breit einsetzen kann, weil auch die Farbauswahl also richtig gut ist. Genau, und eindeutig klar ist, dass die handgefärbten so auf der Grundlage dieser Berechnung die teuersten sind, aber sie punkten natürlich mit Färbungen, die man bei kommerziellen Garnen nicht finden kann. Ja, bei handgefärbten ist ja das der große Vorteil. Sie haben ja, Farbübergänge oder Färbungen, die das Garn, dieses Silk Mohair Garn, zum Hauptgarn machen, weil sie die Farbe geben oder die Färbung quasi dem Projekt oder seinen Charakter dem Strickprojekt geben. Ja, deswegen habe ich auch einiges an handgefärbten Silk Mohair Garnen. Bei denen kombiniere ich das dann aber anders. Entweder verwende ich das einfädig, so dass man also das Garn wirklich, dass das Garn von alleine schon zur Geltung kommt, oder ich verwende als Hauptgarn etwas Einfarbiges, ohne Farbübergänge, wie zum Beispiel ich glaube, das ist ein Ushitita-Garn, genau, mit dem, da werde ich ein Projekt damit zeigen, da habe ich einfach nur von Knitting for Olive Heavy Merino in quasi weiß, also so naturweiß, und da, ja, den Charakter des Projektes bildet dann aber das Silk Mohair von Ushitita. Ja, das finde ich dann schön, weil man dann so mit einer ganz anderen Herangehensweise besondere Effekte erzielen kann. Ja, das war meine kleine Auswertung. Ich hoffe, sie bringt euch was. Falls euch irgendwas aufgefallen ist, gerne melden in den Kommentaren oder mich direkt über meine Übersetzer-Webseite anschreiben. Dort steht auch meine E-Mail-Adresse. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Auswerten von eigenen Stash-Schätzen vielleicht. So, und nun fängt der praktische Teil der heutigen Folge an, zu stricken mit Silk Mohair, beziehungsweise, also ich werde das jetzt nicht unbedingt aus der handwerklichen Perspektive beschreiben, sondern einfach nur ein paar Projekte zeigen, die ich mit den Silk Mohair Garnen gestrickt habe, ja, die mir untergekommen sind. Wir haben ja gesehen, das sind einige, und ich habe nicht mit allen gestrickt, aber ich habe ich denke mal so mit der Hälfte gestrickt, mit ein paar weiteren noch was angeschlagen, nicht weiter gestrickt, weil andere Projekte spannender waren oder aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ich habe ja so meine Problemzonen, sage ich mal, beim Stricken. Das ist zum Beispiel Lace und Colorwork. Bei Lace, also bei beidem muss man sich ziemlich doll konzentrieren, beziehungsweise man muss halt, während man anfängt, an einem Muster zu arbeiten und noch nicht so das Muster verinnerlicht hat, muss man die Möglichkeit haben, sich zu konzentrieren. So meine Herangehensweise oder so mein Verständnis. Und mein Leben ist ja so, dass ich mich eigentlich nur bei der Arbeit oder normalerweise eigentlich nur die Möglichkeit habe, mich bei der Arbeit zu konzentrieren, weil ich dann alleine bin in der Regel oder halt nur der Hund da ist und ruhig schläft. Und wenn meine Tochter dann wieder zu Hause ist, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu konzentrieren, nicht so sehr. Ich werde recht häufig unterbrochen. Ja, und da komme ich bei Lace und bei Colorwork regelmäßig durcheinander. Manchmal merke ich es sofort oder schnell und muss nichts oder nur ein paar Maschen dribbeln, und manchmal merke ich es erst mehrere Reihen später, und ihr könnt euch vorstellen, das ist
befriedigend, immer wieder zurückstricken oder halt ribbeln zu müssen. Da macht dann halt das Stricken nie so viel Spaß. Ja, und dadurch, dass ich recht wenig Freizeit habe, möchte ich in meiner Freizeit, wenn ich was stricke, noch eventuell was anderes machen. Zum Beispiel was lesen, etwas Spannendes gucken, wofür ich ansonsten am Tag ja keine Zeit habe. Und dann kann man so Colorwork und Lace, je nachdem halt wie verinnerlicht, wie verinnerlicht das Muster ist, kann ich das nicht so gut machen. Aber gut, dem ist halt so. So, jetzt kommt ein Beispiel für ein Strickprojekt, das noch in Arbeit ist, wo ich fast die Hälfte fertig habe, was ich auch ganz spontan angeschlagen habe und improvisiere, weil ich ein ganz bestimmtes Bedarf habe an einem Strickstück, beziehungsweise an einem Strickstückpaar. So, und zwar habe ich mir fingerlose Handschuhe angeschlagen aus diesem unschlagbar bunten, welche Farbe ist das? Pink, Neon Pink oder so. Ja, also ich hatte ein Bedürfnis, ich brauche diese fingerlosen Handschuhe. Und mein Bedürfnis beinhaltete aber, dass ich etwas unbedingt aus einem oder zwei in diesem Fall Garnen haben wollte in dieser Farbe. So, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Ich zeige, was ich habe. Ja, also das ist noch nicht fertig. Das ist einer. Hier muss ich noch ein bisschen beenden. Ja, also ich muss hier noch finishen sozusagen. Viel kommt da nicht mehr drauf. Also ich stricke vielleicht noch 1,5 Zentimeter und kette dann ab. So sieht das dann aus. Also ist einfach nur so ein Handwärmer quasi. Improvisiert. Ich habe einfach nur geschaut, was in anderen, ja, mir verfügbaren, weil gekauft oder einfach nur kostenlos im Internet gefunden, Anleitungen steht, wie viele oder wie dick das Garn ist, mit dem man die gestrickt hat und wie viele Maschen man angeschlagen hat. Und dann habe ich halt auf diese Art und Weise für mich ungefähr ausgerechnet, dass ich 48 Maschen brauche. Ich habe also 48 Maschen angeschlagen, 30 Reihen gerade ausgestrickt und dann hier mit Abnahmen begonnen, Zunahmen. Also hier einfach zugenommen, zuerst eine Masche, damit ich das symmetrisch habe, eine Masche und dann an den Seiten von dieser einen Masche habe ich halt weiter, also in jeder zweiten Reihe, hier jeweils zugenommen, so dass man so eine Linie sehen kann, beziehungsweise hier geht es halt hoch und die Maschen, die Zunahmen gehen dann hier wieder so nach zum C und die Zunahmen gehen dann hier so Richtung Daumen hoch. Ja, ja, und dann, ich habe das immer wieder anprobiert und dann irgendwann gesehen, oh okay, das reicht für meinen Daumen, und dann kann ich mit Zunahmen, da kann ich die Sache mit den Zunahmen beenden. Und dann habe ich einfach ja, das halt auf so ein Scooby-Doo-Band gesetzt oder Scooby-Doo, was auch immer. Das ist aber von Petit Knit. Das habe ich mal geschenkt bekommen, weil ich so viel eingekauft habe in einem Laden. Und dann habe ich halt wieder hier zur Runde verbunden, ohne diese Daumenmaschen und dann weiter hochgestrickt. Das sind ein bisschen weniger als 30 Reihen, glaube ich. Muss ich mal abzählen. Das habe ich noch nicht gemacht für den zweiten. Und dann habe ich einfach abgekettet. Ich habe mir zuerst Gedanken gemacht, ob ich hier irgendwas Hübsches mache am Rand. Ja, und dann war ich wieder zu häufig abgelenkt und dachte, bevor ich sie gar nicht beende, kette ich sie einfach ab. Und so ist einer fertig. Der ist sehr schön warm. Bei dem zweiten bin ich halt so weit. Hier stricke ich auch ausnahmsweise mit den kurzen Rundstricknadeln. Das mag ich normalerweise nicht, weil sie mir zu klein sind. Ja, also meine Hände sind recht breit, würde ich sagen. Und das finde ich recht unbequem, aber hier klappt es ganz okay. Ich halte dann die Nadeln nicht so wie immer. Normalerweise halte ich ja so, aber so kann man nicht stricken. Ja, das ist viel zu, der Umfang ist zu kurz. Hier halte ich nur 3 Finger drauf auf einer Seite und den kleinen halte ich dann von der Gegenseite an der Nadel und so habe ich meinen Widerstand. Und hier halte ich halt nur mit 2 Fingern
die Nadel, weil dann ist sie auch schon zu Ende. Und meine Fadenspannung entsteht dann hier mit diesen Fingern, ja, und ein bisschen so. Dadurch, dass ich halt so halte, nee, ist gar nicht wahr, so. Genau, mit 2 halte ich und dann die anderen Finger sind für die Fadenspannung zuständig. Ja, und dann geht das so. Und das mache ich in diesem Fall halt entgegen meiner üblichen Methode, die Magic Loop ist. Hier mache ich das, weil ich zweifädig stricke. Ja, einmal verwende ich, jetzt wollte ich eigentlich über Silk Mohair sprechen, spreche aber über alles Mögliche, nur nicht über das Garn. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Genau. Also ich stricke das zweifädig, ja. Einmal Silk Mohair von Rico. Ist es Rico? Ja, genau. Einmal Silk Mohair von Rico Design. Das habe ich bei uns in dem lokalen Handarbeits- und Bastelshop Idee Kreativmarkt in Bielefeld erstanden. Die hatten das Garn reduziert. Das ist ja, haben wir in meiner kleinen Marktstudie gesehen, das ist eigentlich mit das teuerste Garn. Aber sie hatten es reduziert, und wahrscheinlich wegen der Farbe, weil sie halt jetzt so eine Infarbe war, aber nächstes Jahr wahrscheinlich keine mehr ist. Ich finde sie aber toll, also habe ich quasi alle Restknäule aufgekauft. Das waren, glaube ich, 4 oder 5. Und dachte, ich muss jetzt unbedingt was daraus stricken. Und dazu habe ich ein Holzgarn, Holz Supersoft gekauft. Und die Farben passen natürlich sehr, sehr gut. Wobei, so im Video passen sie nicht so gut, oder beziehungsweise sie passen schon gut, aber die Unterschiede sind viel gravierender, als wenn man sich das so in echt anschaut. Die Holz Supersoft ist auch nicht keine monotone oder keine solide Farbe, sondern da sind bei den meisten Farben noch andere Farbakzente drin. Das weiß ich nicht, ob man das so richtig gut sehen kann. Ich glaube, man kann sehen, dass das Garn mal heller, mal dunkler wird. Alles so in der gleichen Farbpalette, aber heller, dunkler. Und so entsteht dann halt recht gute Mischung, ohne dass es langweilig ist. Ja, also ich finde, dass dieses Farbspiel, wenn man es so nennen kann, weil alles natürlich so in der gleichen Farbpalette oder quasi in der gleichen Farbe bleibt, aber finde ich trotzdem schön, weil das nicht so eine ganz einheitliche Farbe ist. Genau, und ja, was soll ich über beide Garne sagen? So, dieses von Rico Design, Hyperkit Mohair und Silk. Das hat ja 70% Mohair, 30% Seide und hat 200 Meter auf 25 Gramm. Und damit ist das kürzeste Garn auf 25 Gramm. Und obwohl es 30% Seide hat, finde ich das nicht so weich. Ja, also ich habe andere Garne, die auch 30% Seide oder vielleicht sogar weniger Seidenanteil haben, aber sie fühlen sich weicher an. Ich weiß nicht, wie man es machen kann oder warum das so ist. Dafür fehlt mir das Wissen oder das Faserwissen. Aber für Handschuhe, vielleicht sogar für Socken, für Tücher, die jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit am Hals vielleicht anliegen, jedenfalls in meinem Fall, wäre das Garn super. Auch für Pullover, in meinem Fall auch wieder welche, die etwas lockerer sitzen, nicht ganz so anliegend und die man nicht unbedingt vielleicht am nackten Körper trägt, sondern vielleicht mit einem Hemd oder einem so einem langarmigen Hemd drunter. Das ist natürlich sehr warm. Ich zeige noch 2 Projekte, bei denen ich eins meiner Silk Mohair Garne verwendet habe. So, das eine habe ich eben ja erwähnt. Das ist, jetzt muss ich das mal gerade in meiner Ravelry Projekt Schatzkiste zusammensuchen. Genau, ich stricke Sweater Number 9 von My Favorite Things Knitwear in Knitting for Olive Heavy Merino
und Ushitita Kid Silk Lace. Genau, das sieht man auf meiner Ravelry-Seite und das sieht im Moment so aus. So, das ist so ein gerippter Stehkragen mit 2 rechts, eins links. Und das sieht dann so aus. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt unschlüssig, wo ich zuerst weiter stricken soll, ob ich den Körper zuerst beenden soll. Aber beim Körper war ich mir unsicher, ob ich den Körper so ausgestellt haben möchte oder ob ich nur ein bisschen was quasi breiter stricke, weil ja, ich habe einen recht großen Brustumfang, eine dünnere Taille und dann wieder ja, breitere Hüften. Und so gerade Strickstücke sehen um die Taille ja so klobig aus. Tailliert möchte ich aber nicht stricken. Das finde ich umständlich und da muss man viel mehr ja, abpassen, dass das passt. Deswegen dachte ich, okay, entweder einfach mal so A-Form oder einfach nur ein bisschen breiter und dann halt gerade, weil dann fällt das Strickstück ja schon, weil das schon, ja, wenn das lang ist, dann ist es ja auch schwerer. Dann wird man das nicht sehen können, dass es gerade ist, sondern das wird dann halt so locker oversized einfach nur. Und das würde auch bei diesem Strickstück gut passen, denke ich. Einfach nur, weil das mit dicken Nadeln gestrickt wird. Das stricke ich mit der 7er Nadel. Da stehen jetzt bei mir bei Ravelry 5er, 6,5 und 7. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was steckt denn hier in dem Ärmel? In dem Ärmel steckt, sieht man nicht, ist ja super. Ist ja ganz toll. Ich glaube, das sind die 7er Nadeln. Was habe ich denn mit 6er gestrickt? Also 6,5 oder 7. Genau, beim Ärmel bin ich mir nicht sicher, weil der Ärmel so breit ist. Der scheint mir sehr breit. Ich weiß nicht, vielleicht. Und der sieht auch so komisch aus. Der hängt so durch. Ja, ich glaube, ich habe einfach zu spät angefangen, die Abnahmen zu machen. Ich glaube, ich muss den ribbeln und früher mit Abnahmen anfangen einfach. Dann wird er gut aussehen. Aber so diese Überlegungen in Bezug auf die Form des Körpers und in Bezug auf die Form der Ärmel, die haben dazu geführt, dass er jetzt liegen geblieben ist. Aber ich werde den natürlich angehen, wenn ich mit anderen dringenden Sachen fertig bin. Ja, aber grundsätzlich jetzt zum Silk Mohair. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Hier bestimmt das Silk Mohair den Charakter des Projektes. Ich habe die Heavy Merino in Off-White gekauft, übrigens bei der Wollwerkstatt Kiel. Ein super, super schöner Laden. Wenn ihr mal in Kiel seid, für diesen Laden mache ich total gerne Werbung, unbezahlt, unbeauftragt. Den nenne ich einfach sehr gerne, diesen Laden, weil als ich in der Nähe von Kiel gewesen bin, da bin ich 2 oder 3 Mal extra hingefahren und auch einiges dort gekauft, weil die Auswahl sehr schön ist. Sie ist auch besonders, also dort kann man vor Ort sich die Garne angucken, die man in den meisten deutschen Wollshops leider nicht also anfassen kann, also nicht angucken kann. Die gibt es dann normalerweise nur ja, online. Und dort kann man sich das halt in echt angucken. Also sehr empfehlenswert. Und die Besitzerin übersetzt ebenfalls Strickanleitungen. Und das fand ich besonders interessant. Ja, sie übersetzt, glaube ich, aus dem Dänischen. Bei Englisch bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall verbindet uns auf jeden Fall die Faserliebe und das Übersetzen von Strickanleitungen. Genau. Ja, was kann ich zu diesem Modell, zu dieser Anleitung sagen? Die ist recht einfach. Ja, also man fängt einfach hier oben an. Man strickt, das ist also hier die Raglan-Schrägen, also ist ein Raglan-Jog mit ja, so einem Detail, dass man hier entweder einmal oder 2 linke Maschen hat. Sind das 2? Jetzt fällt ein anderes Projekt runter. Sind das 2? Ja, genau, 2 linke Maschen, so zum Hervorheben, jeweils um die Raglanschrägen. Hier gibt es keine verkürzten Reihen zum Formen des Rückens. Ich war mir zuerst unsicher, ob das jetzt irgendwie gut aufgeht, aber der sitzt ganz gut. Ich glaube, dadurch, dass das halt so ein lockeres Gestrick ist, mit so dicken Nadeln, passt das trotzdem ganz gut. So. Und von Ushitita habe ich insgesamt 3 Stränge gehabt. Die sehen dann so aus. Die sind so traumhaft. So traumhaft. Ja.
Ja, ich bin beim zweiten. Vermutlich werde ich keine 3 brauchen. Dann muss ich halt noch was anderes draus machen. Ich glaube, das ist als Mütze oder ich weiß noch nicht. Irgendwas werde ich draus machen, weil das Garn einfach traumhaft ist. Und das letzte Projekt, das ich heute als Beispiel für Silk Mohair als Beilaufgarn zeigen möchte, ist ein Teststrick, den ich vor kurzem gemacht habe. Ich glaube, vor einem Monat war ich fertig, also im Dezember irgendwann. Die Anleitung ist auch schon erschienen. Das ist ein Kleid für meine Tochter. Ich schaue mal kurz an Ravelry nochmal, wie das heißt. Da bin ich nicht so sattelfest bei so Bezeichnungen. Das Kleid heißt Ever After Dress von The Autumn Acorn. Ich verlinke den. Also ich verlinke mein Projekt auf Ravelry und da sieht man die Designerin und die Anleitung kann man jetzt sicherlich schon kaufen. Genau. Ja. Und da findet man die Designerin und die Anleitung. Und was ich in diesem Fall total schön finde, eins von meinen Fotos von meinem fertigen Kleid wurde von der Designerin in die Anleitung übernommen, weil sie die Farbkombination so schön fand und mein Foto ganz okay fand, offensichtlich. Also hat sie mich gefragt, ob das in Ordnung ist und ich habe natürlich ja gesagt. Ja, genau, das fand ich auch sehr nett. Das Kleid, das ich für meine Tochter gestrickt habe, jetzt auch tatsächlich von der Designerin verwendet wird und bei allen anderen halt so mitschwingt. Ja, und das ist dieses Strickstück. Ja, das wird oben, also das zeige ich erstmal komplett. So, das sieht größer als es ist, aber das ist meiner Tochter noch zu groß. Das kann sie schon tragen, aber das sitzt halt noch relativ locker, was ja ganz gut ist bei Kindern. Kinder wachsen sehr schnell und dieses Kleid wird sie noch, ich denke, 2 Jahre tragen können. So, das wird auch von oben nach unten gestrickt. Ich glaube, da gab es auch keine verkürzten Reihen, aber durch das Waschen und Spannen habe ich die Form trotzdem reingekriegt, dass ja, der Ausschnitt vorne tiefer ist als hinten und das sitzt ganz gut bei Kindern. Gut, sind die Körperverhältnisse natürlich auch noch ein bisschen anders als bei Erwachsenen. Da fällt sowas viel, viel weniger auf, falls das irgendwie überhaupt auffällt. Genau, also hier oben wird das, oder habe ich das mit einem Sockengarn gestrickt von Kremke Soul Wool oder Kremke Soul Wool Lazy Lion ist die Färbung. Das ist also quasi ja, die Variegated, also die Farbe wechselt selber, also selbst streifend kann man vielleicht sagen, aber sind unterschiedlich lange Streifen. Und dann der Rock des Kleids wird eigentlich aus 2 Fäden Silk Mohair gestrickt. Ich musste aber ziemlich schnell feststellen, dass ich nicht genug Silk Mohair in dieser Farbe habe, in der ich sehr gerne den Rock gestrickt hätte. Und man konnte die Farbe auch nicht mehr nachkaufen. Ich hätte noch ein Knäuel gebraucht und ich konnte das nicht mehr nachkaufen, gab es nicht mehr. Ja, das ist auch das große Problem bei diesem Silk Mohair. Das ist Lana Gatto Silk Mohair. Und ich glaube, sie haben die bestimmte Färbungen vergriffen oder vielleicht sogar dieses Garn vergriffen, sodass ich auch nicht mal aus dem Ausland bestellen konnte. Also man könnte ja theoretisch aus Italien bestellen, wo der Hersteller, soweit ich weiß, auch kommt. Aber irgendwie war dieses Garn nicht mehr auffindbar in der Farbe. Also musste ich ribbeln und neu anfangen. Und dann habe ich einen Faden Silk Mohair genommen und einen Faden Lamana, habe ich mir nicht vermerkt in dem Projekt. Lamana, muss ich mal kurz schauen, dass ich meinen Garnvorrat auf Ravelry habe. Kann ich schnell mal nachsehen. Lamana Pura Arte in Farbe 12a. Ja, also das ist so schönes, leicht also leicht variegated Blau. Ja, das kann man bei mir im Garnvorrat oder im Stash auf Ravelry sehen.
Und das werde ich jetzt auch in das Projekt einfügen, wo ich schon mal dabei bin. Ja. So, jetzt wurde ich gerade unterbrochen in den letzten Zügen der Aufnahme. Auf Ravelry sind jetzt alle 3 von mir verwendeten Garne erfasst quasi. Ja, also hier sieht man, dass man halt, oder hier habe ich, wie gesagt, Lamana Pura Arte, das ist ein Alpaka-Garn in Lace, also Lace-Stärke verwendet, und Lanagato Silk Mohair, auch ein Faden, was ja auch ebenfalls Lace-Stärke ist, und zusammen ergeben sie, ich habe das mit welchem, die Nadelstärke finde ich jetzt gerade bei mir nicht. Ich habe nicht besonders gewissenhaft hier die Einträge gemacht, aber auf jeden Fall habe ich das so gestrickt wie in der Anleitung vorgegeben, weil das ja ein Testknit war, und das habe ich also mit 4 Nadeln gestrickt, und das ergibt ein sehr schönes Maschenbild. Ja, und wenn man das so ein bisschen sieht, sieht man meine Hand, aber bei einem Strickkleid, bei einem Kind ist das völlig egal. Das ist auf jeden Fall, und genau, das Schöne, was mir hier besonders gefällt, ist, dass das halt auch wieder so eine, keine solide Farbe ist, die irgendwie immer gleiche Färbung aufweist, sondern dass die Farbe mal heller, mal dunkler wird, ohne Streifen zu haben. Ja, das ist dann, es wirkt einfach viel natürlicher, finde ich. Ja, und es ist, glaube ich, ein schönes Kleid. Meine Tochter hat das Kleid schon mehrfach angehabt. Das Kleid hat also den Schultest quasi bestanden. Keine Risse, ein bisschen Dreck, aber ansonsten hat das Kleid gut überlebt. Ja, ich glaube, das wäre es für heute. Ich bin echt erstaunt, dass ich doch es geschafft habe, halbwegs am Stück die Folge aufzunehmen. Ich wurde zwar mehrfach unterbrochen, aber trotzdem scheint das zu funktionieren. Vielleicht noch ein Wort dazu, was ich trage, weil das eine meiner Lieblingsanleitungen ist. Das ist der Talk oder Tulk Cardigan. Jetzt muss ich mal gerade wieder auf Ravelry blättern. Da verlinke ich auch mein Projekt, wo nicht so schöne Fotos sind, aber ihr seht ja den Cardigan hier. Das ist der Tulk Cardigan von Albiona McLaughlin. Den habe ich aus West Yorkshire Spinners Fleece Blue-Faced Leicester Decay gestrickt in der Farbe Fellside, Farbe 1038. Von West Yorkshire Spinners habe ich damals sogar direkt aus England bestellt. Gibt es jetzt aber auch in Deutschland in Woolhouse in Floto zu kaufen. Und das Interessante hier ist diese, ich glaube, Set-in-Shoulder, also so eine eingesetzte Schulter. Ja, das wird aber von oben, also man fängt von oben nach unten gestrickt, ja, komplett nahtlos. Und das ist aber das Schöne, man denkt ja, hier ist eine Naht, ist aber keine richtige Naht. Das wird alles rausgestrickt so am Stück. Und zwar fängt man hier an mit dem Bündchen, mit dem Rippchenkragen, oder wie heißt das, mit dem gerippten Kragen. Der war also mit verkreuzten, nee, nicht verkreuzten, heißen das verkreuzte Maschen? Ich glaube verkreuzte Maschen, jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu wieder nicht ein. Twisted, ja, Twisted Stitches auf beiden Seiten. Und dann strickt man halt hier weiter und man strickt dabei direkt die Schulter raus. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Ja, genau, also hier strickt man die Schulter mit, ich glaube, das waren alles verkürzte Reihen. Und dann fängt man ja schon mit dem Ärmel an und strickt aber weiterhin man formt quasi die Schulterkugel oder die Armkugel, und dann irgendwann hier hört man damit auf, lässt die Maschen auf dem Maschenhalter liegen, strickt den Körper oder halt zuerst Ärmel und dann den Körper. Und das Schöne in dieser Anleitung ist, die Anleitung gibt Möglichkeiten, das an die eigenen Wünsche anzupassen, den Cardigan also kurz zu stricken, cropped,
oder ich glaube auch tailliert. Nee, nicht tailliert, gerade oder A-Form. Und ich habe 2 Cardigans gestrickt. Einer liegt und wartet, dass ich den länger stricke. Den habe ich gerade gestrickt und diesen habe ich mit, also leicht ausgestellt gestrickt und den trage ich ganz häufig, insbesondere zu Hause, weil die Wolle doch ein bisschen pillt. Das sieht man hier, genau. Aber sie lässt sich natürlich auch leicht entpillen oder wie man, entpillen kann man nicht sagen. Ja, also wieder glatt rasieren. Weil sie halt weich ist. Das ist 100% Bluefaced Leicester und ja, ist quasi so seidige Wolle, würde ich vielleicht vergleichen. Also hat keinen Seidenanteil, aber fühlt sich wie Seide. Und nicht wie Seide, sondern fühlt sich an, als wäre da ein Seidenanteil drin. Ist warm, ein bisschen rustikal, aber also für mich nicht kratzig. Ich kann das sehr gut auch hier am Hals tragen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr warm an. Das Interessante, was ich beobachten musste bei diesem Garn, ich hatte irgendwo gelesen oder gehört, dass Bluefaced Leicester nach dem Waschen länger wird. Ja, so ähnlich wie Alpaka, nicht ganz so stark, aber einfach länger wird. Und das ist auch tatsächlich so passiert. Ich habe diesen Cardigan aus Bluefaced Leicester gestrickt und einen Pullover. Und bei beiden ist der Körper und die Ärmel sind ebenfalls etwas länger geworden nach dem Waschen. Also ich habe natürlich nicht richtig gespannt, sondern einfach nur so versucht, das so hinzulegen, weil ich beim Stricken erstmal immer die Länge stricke bei den Ärmeln und bei dem Körper, die ich tatsächlich haben möchte, weil es nicht wirklich berechenbar ist, wie viel länger oder kürzer etwas wird nach dem Waschen und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch wenn Strickstücke nach dem Waschen und ja, trocknen, nicht richtig spannen, sondern nur trocknen, etwas länger werden, aber danach sich wieder auf die ursprüngliche Länge zurückziehen. Jedenfalls bei mir, keine Ahnung, ob es bei allen so ist, außer bei Alpaka. Bei Alpaka würde ich es nicht unterschreiben, weil ich nicht viel mit Alpaka stricke. Aber bei Bluefaced Leicester, BFL, ist das der Fall bei mir bisher immer. Und so ist das bei diesen Strickstücken auch gewesen. Die Ärmel haben sich zurückgezogen auf die Länge, in der ich sie gestrickt habe und passen damit eigentlich perfekt, so wie ich sie haben wollte. Der Körper, da achte ich nicht so drauf, ja, weil beim Körper ist es ja auch in der Regel weniger wichtig, dass er ja auf den Zentimeter genau so lang bleibt oder halt ein bisschen kürzer. Und das ist weniger wichtig. Genau, das ist zu diesem Cardigan. Sehr zufrieden, sehr empfehlenswert. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier Metallknöpfe dran gemacht. Ich mache mal so, die sind, ja, ich habe so einen Hang zu antiken Sachen. Das sind Messingknöpfe, die sind natürlich zu schwer. Ja, das merkt man daran, dass wenn ich den Cardigan offen trage, dann fällt das halt so um und lässt sich nicht mehr so richtig. Ja, genau. Aber ist nicht schlimm, trage ich trotzdem. Und die Knöpfe, finde ich, passen sehr gut. Sie sind halt auch recht unauffällig für diese Farbe. Bin eigentlich zufrieden. So, ich glaube, für heute bin ich fertig. Ich könnte natürlich noch viel länger sprechen über die ganzen Strickstücke, die ich schon gestrickt habe, die ich noch vorhabe zu stricken, über die Garne. Das machen wir aber ein nächstes Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was Neues erfahren. Irgendwie finde ich das wichtig für mich, dass ich einen Mehrwert bringe. Ich habe den Podcast zwar angefangen, um ins Gespräch zu kommen, und das tue ich erstaunlich viel tatsächlich, seit ich den Podcast gestartet habe. Und irgendwie fühle ich mich finde ich das immer schön, wenn ich andere Podcasts höre, etwas lerne dabei. Und so habe ich so einen inneren Drang oder Wunsch einfach nur, meine Podcast-Folgen so aufzubereiten oder so thematisch zu gestalten, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Ja, also dass ihr nach einer Stunde auf die halbe Stunde, die ich eigentlich geplant hatte, bevor ich gestartet bin, komme ich leider nicht. Ich hoffe aber dennoch, dass ihr nach einer Stunde, die ihr
den Podcast mehr oder weniger aufmerksam euch angeguckt und zugehört habt, dass ihr etwas mitnehmt und sagt, oh, das wusste ich vorher nicht oder das bringt mich wirklich weiter in meinen Überlegungen. Ich hoffe, das ist der Fall und bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr da seid, dass ihr meinen kleinen Kanal, dass ihr meinen Podcast abonniert, dass ihr auf die Benachrichtigung klickt, also auf die kleine Glocke, dass ihr vielleicht den Podcast teilt, wenn ihr noch jemanden kennt, der Interesse daran haben könnte, dass ihr mich auf Instagram liked, findet, anschreibt, dass ihr kommentiert. Ich glaube, das ist es. Ich wünsche euch einen schönen Winter. Wir haben hier Schneefall in Bielefeld und ich gehe gleich die Zufahrt zur Garage sauber machen. Meine Tochter ist schon fleißig dabei, auf dem Balkon einen Schneemann zu bauen. Ja, ich gehe gleich mit dem Hund raus und genieße den Winter mit meinen Strickstücken, die mich warm halten bei Spaziergängen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.